Biograd, auch bekannt als die weiße Stadt am Meer, bietet zahlreichen internationalen Regattaseglern eine imposante Kulisse und ist auch Austragungsort des Business Cups, wo es um den österreichischen Hochseemeistertitel geht. Ja, der Business Cup hat natürlich, um professionell am Wasser agieren zu können, eine professionelle Wettfahrtleitung. Der Blondel Gerd Schmidt-Leitner, eine Ikone in der Wettfahrtleitung in Österreich, macht das seit vielen, vielen Jahren gemeinsam mit mir bei meinen Veranstaltungen. Ich bin sehr, sehr happy, dass er am Wasser wirklich alle Fäden dann ziehen kann und in der Hand hat. Und wir kümmern uns halt rundum um unsere Gäste hier. Es ist ein sehr, sehr schönes Programm in der Marina. Wir haben sehr, sehr gute Weine, die man kosten kann. Es gibt auch zum Relaxen nach dem zweiten Tag einmal ein bisschen ein Freibier. Also eine sehr ausgewogene Mischung. Es gibt von allem, den Sport, den Abend gemeinsam mit den anderen. Also es gibt alle Möglichkeiten und ich glaube, es findet jeder das, was er sucht. Aber es gibt aus allen Berufssparten und es ist spannend auch zu hören, was andere Leute so an Jobs haben. Also ich glaube, da kann man schon auch ganz gut networken. Ja, die Teilnehmer sind eigentlich sehr heterogen, muss man sagen. Es sind wirklich kompetitive Segler, sind auch Olympiasieger zum Teil mit an Bord und dementsprechend sieht man schon, wie hochgesteckt und wie hochkarätig das Teilnehmerfeld ist. Auf der anderen Seite sind es auch Firmen, die zum Netzwerken da sind, die gerne segeln und die auch weiterkommen wollen im Segeln und man kann natürlich auch während der Regatta was lernen. Dementsprechend ist es auch hier eine sehr, sehr ausgewogene Mischung. Ja, die Yachten sind von der Firma Pitta, die wir heuer als Einheitsklasse haben, die Bavaria 41S und dementsprechend ein Charterpartner von uns, aber auch schon ein langjähriger Wegbegleiter. Ja, es sollte einfach eine ausgewogene Mischung sein. Es sollte wirklich kompetitives Segeln tagsüber sein, aber man soll am Abend auch Spaß miteinander haben und deshalb haben wir uns auch ein Rahmenprogramm überlegt, damit jeder auch den Abend genießen kann und sich aber trotzdem auch wieder vorbereiten kann für toughes Segeln dann am nächsten Tag. Die Motivation, bei einer Regatta teilzunehmen, ist sehr unterschiedlich. Für manche geht es um den 4. Titel in Folge, andere wollen etwas lernen oder einfach nur spüren, wie es ist, mal dabei zu sein. Ich bin leider schon 72 Jahre alt und ich bin auf diesem Boot Taktiker, das heißt der ansagt, wo man hinfahren soll. Segeln war ein ganz großer Teil und wichtiger Teil in meinem Leben und ich habe wahnsinnigen Spaß gehabt, Regatta zu segeln. Ich bin ja Jahrzehnte Dart gesegelt, das war ein sportlicher Katamaran und ich habe mich jedes Wochenende gefreut, wenn man da vom Büro abschalten konnte. Ich war ja Yachtrevue-Chefredakteur, da hat man einen gewissen Stress. Wenn ich im Auto gesessen bin und zu einem See gefahren bin, die Regatta zu segeln, war das irrsinnig angenehm. Es war nicht angenehm, wenn man verloren hat, aber ich habe sehr oft gewonnen, insofern war es okay. Meter, 30, 44 Meter. Also die Crew schaut sich die Segel an. Und der Steuermann und der Taktiker schauen sich auch die taktischen Verhältnisse an. Also man muss genau beobachten, wo die anderen Schiffe sind und wie sich der Wind entwickelt. Das eine ist die Technik des schnellen Segelns und das andere ist die Strategie und die Großraumtaktik auf dem Wasser, wo man hinfährt. Keine Überlappung!
Grundsätzlich war die Situation schon ziemlich stressig, weil eben ja in dem Fall mehrere Boote zusammengekommen sind. Aber natürlich war dann der Crash an sich mit dem Herrn Böhm, natürlich hat es zur Aufregung an Bord geführt. Wir haben sie alle grundsätzlich mal kurz nicht auskennt, beziehungsweise über die man halt einfach ein bisschen nachdenken müssen, wie das jetzt passiert ist und so. Und ja, im Endeffekt war das dann erst später ist uns dann erst bewusst worden, was eigentlich gerade passiert ist. So. Meine Eltern stammen von der Insel Hvar. Ich bin aber schon in Österreich geboren, war aber natürlich sehr viel hier. Also in der Jugend und in der Studentenzeit habe ich ja bis zu 3 Monate hier am Meer. Mein Vater hat eine kleine Yacht gehabt und wir waren da eben 3,5 Monate jeden Sommer unterwegs. Und ich weiß natürlich, wie sich die Winde entwickeln, was ein sehr großer Vorteil ist, um etwas zu beurteilen, wohin man segelt. Ich kenne alle Winde genau und ich kenne hier vor allem auch die speziellen Winde, die hier im Kanal herrschen und so. Und die Strömungen. Zum einen der Teamgeist, das bisschen technische, diese verschiedenen Faktoren, Wind, Wasser, Wetter. Ich denke, jeder sollte mal die Erfahrung gemacht haben, eine Regatta zu fahren. Da lernt man auch sehr viel auch. Ja, das war's. Ich würde sagen, eine gute Mischung, weil es geht um beides. Wir haben da ein wunderschönes Revier, wir haben tolle Mannschaften, die antreten. Das heißt, der Spaß darf auch nicht zu kurz kommen natürlich. Es macht unheimlich Spaß, mit so vielen Athletinnen und Athleten zusammen zu segeln. Und natürlich ist es auch wichtig als Präsident, aber es ist mir auch als Dieter Schneider sehr wichtig, weil ich einfach gerne Regatten segle. Das ist ja interessant. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Dieter. Happy Birthday to you. Ja, das war ein echt schöner Geburtstag. Also ich wurde sehr gut gefeiert, mit 3 ersten Plätzen in den ersten 3 Wettfahrten belohnt. Und wie kann es besser gehen? Und das Ganze bei traumhaftem Wetter und Sonnenschein und einem coolen Segelwind. Das war jetzt schön. Ich wünsche dir noch einmal Leider spielt das Alter selbstverständlich eine Rolle und deshalb segle ich seit über 20 Jahren nur mit Jüngeren. Wenn ich nur mit Gleichalten segeln würde, wäre das schon sehr schlecht, weil die könnten diese Aufgaben nicht bewältigen, die an Bord zu bewältigen sind. Mein Part ist ja nur ein taktisch beratender bzw. befehlender sozusagen, aber im Grunde muss ich nichts tun, außer reden. Die anderen müssen ja schwere Arbeiten machen, an der Winch muss man Kraft haben und das geht nur als Junger. Event war, ich meine, ich bin jetzt glaube ich das 4. Mal dabei. Der Event ist immer wieder schön, macht Spaß, das Wetter war toll, die Organisation war super, Wind war spitze. Also das Wetter war perfekt. Für nächstes Mal wünschen wir uns halt noch ein paar mehr Teilnehmer. Ich glaube, das hat sie sich definitiv verdient, so wie früher. Da müssen wir halt alle gemeinsam nach den durstenden Covid-Jahren uns da reinhängen und das, glaube ich, allen erzählen, wie schön es da herunten ist. Das Ziel war eigentlich der rote Spinnaker, einmal den nicht von hinten zu sehen, aber gut, wer weiß, vielleicht das nächste Mal. Dieses Team hatte einen Gesamtvorsprung von 17 Minuten.